Es ist Zeit, die Grenzen zu sprengen. Egal ob Klassik oder Jazz, wir machen einfach beides gleichzeitig. Nikolai Kapustin wurde als klassischer Pianist am Moskauer Konservatorium ausgebildet. Er hat aber schon während seines Studiums als Jazzpianist gearbeitet, in Big Bands und auch für Jazzorchester komponiert. Er war also immer in beiden Welten zu Hause, in der Klassik und im Jazz. Es gibt ein schönes Zitat von Nikolai Kapustin. Unser Leben ist wie Jazz-Improvisation. Es sollte immer spontan sein, immer im Moment und immer frei. Ganz genauso sehe ich es auch. Tatsächlich steht jede Note seiner Klavier-Solowerke so auf dem Papier. Ich spiele zu 100% das, was Nikolai Kapustin komponiert hat. Wenn ich seine Klavier-Solostücke im Original spiele, fehlt mir immer etwas. Mir fehlt mehr Groove, mir fehlt Rhythmus, mir fehlt der Bass. Mit Jakob am Kontrabass und Obi am Schlagzeug habe ich die perfekten Partner, um meine Vorstellung hörbar zu machen. Etüden, Preludes, Variationen, das sind ganz klassische Formen. Nikolai Kapustin gießt quasi den Jazz in eine klassische Form. Als würde man Oscar Peterson, Art Tatum und Chick Corea, meine großen Vorbilder im Jazz, in Sonaten-Hauptsatzform packen. Anstatt einer Improvisation bringt Kapustin eine aufs kleinste Detail durchdachte Komposition aufs Papier. Wir drei nehmen uns jetzt die Freiheit und spielen Kapustins Klavierwerke im Jazz-Trio. Das Klavier bleibt dabei immer im Fokus. Bass und Schlagzeug unterstützen das Ganze und bilden das jazzige Fundament. Das trifft den eigentlichen Kern der Musik noch viel, viel mehr. Der Jazzstil kommt dabei noch besser heraus. Man versteht die Musik. Es fängt an zu swingen, man kann mitschnipsen. Kapustins Musik ist ja schon voller Jazz, also Blue, und wir machen seine Musik noch viel, viel blauer. Jetzt kann man die Musik so richtig riechen, schmecken, fühlen, als wäre man mittendrin im Jazzclub, wo man sich fallen lassen und der abgefahrenen Musik lauschen kann. Blues, Swing, Bebop, Ragtime, Cool Jazz, das alles steckt in Nikolai Kapustins Musik drin. Es gibt sogar eine Art Take 5 à la Dave Brubeck, allerdings von Nikolai Kapustin. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Blueprint
ist die grafische Darstellung einer technischen Zeichnung. Weiße Linien auf blauem Grund. Wir verstehen Nikolai Kapustins Musik als Blaupause, um aus einem Plan etwas zu gestalten, quasi die Wirklichkeit zu bauen. Aus komponierter und gleichzeitig improvisierter Musik schaffen wir dadurch eine neue Klangdimension, eine neue Ebene. Zu gerne hätten wir ihm unsere Version seiner Stücke vorgespielt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, es hätte ihm gefallen. Ich wollte und konnte Musik noch nie in Schubladen stecken. Für mich gibt es einfach keine Grenzen zwischen den Genres in der Musik. Kapustins Klavierstücke in Jazz-Trio-Version aufzunehmen, hatte ich schon immer vor. Diese genialen und hochvirtuosen Kompositionen zugänglich zu machen, sie mit vielen Zuhörern zu teilen, ist mir und uns als Jazz-Trio eine riesige Herzensangelegenheit. So, here it is.